So, wir stehen hier vor einem Eduka, einem kleinen Laden. Von diesen Läden gibt es in Uganda Tausende. In jedem Dorf, in jeder Stadt gibt es diese Läden. Also man muss meistens nur 200 Meter gehen, bis man so einen Laden findet. Und hier findet man wirklich alles. Alles für den Alltag, alles für was man im täglichen Leben braucht. Die Dekoration ist jetzt ein bisschen eine andere. Wir sehen auch Wahlplakate links und rechts. Und jetzt wird es auch ein bisschen laut. Wir sehen hier eine Gruppe von Leuten, die eine Mini-Kampagne machen. Die unterstützen die Kampagne und die Partei von Museveni, also der jetzige Präsident. Deswegen ist hier alles in Gelb. Hey, how are you? I'm good. I'm good. How are you? Who's this? That's video. Walieku, an MP. And why are you supporting him? Because it do good well, do things. Like what? He support us Support you in what way? to provide the books. Books? And For school? pictures, yeah. Okay, Everything. so he's a good man. He's a good man. And you know him from where? Where do you know him from? I don't know. Very well. Okay, Give us a photo. but you're all students, yeah? Yeah, And you're all supporting him yeah. because he will provide you with school books and... Everything. He's the one who pays school fees. Oh, really? Yeah. Really? That's fantastic. Wonderful. Let this photo go to the tram. This is Yes. this is for people that want to learn German. Okay. Yeah. So it's a platform where people can learn German and see the real life Uganda. Good. Okay. Good luck. I hope this guy wins. Ja, also hier kann man Grundnahrungsmittel kaufen wie Eier, Brot, Milch, Reis, Bohnen, Mehl, alles Mögliche. Aber auch ein bisschen kuriosere Dinge wie Kondome oder Windeln und Waschpulver, Zahnbürsten, Tampons, Binden, alles Mögliche, wirklich alles Mögliche, was man im täglichen Leben braucht. Und das Interessante ist, dass es vieles von diesen Dingen im Einzelformat, als Einzelstück oder im Mini-Format gibt. Das liegt daran, dass viele hier es sich nicht leisten können, eine große Packung zu kaufen, und viele leben von dem, was sie an einem Tag verdienen. Also ich arbeite heute und am Abend gehe ich einkaufen für das Abendessen, für das Frühstück, und morgen wiederhole ich das Ganze. Und aber auch Menschen, die vielleicht ein höheres Einkommen haben und in den Städten leben und normalerweise im Supermarkt einkaufen, die kaufen trotzdem hin und wieder immer hier ihre Sachen. Warum? Ganz einfach, weil es sehr praktisch ist, weil es günstig ist und weil es immer gleich in der Nähe ist. Ja, also wie ihr seht, es gibt fast alles hier im Kleinformat, Gewürze, das sind, glaube ich, Silberfische, die sind hier sehr beliebt, weil sie einfach sehr günstig sind und proteinreich. Aber auch Öl in 10 Milliliter Format, einzelne Zahnbürsten, kleine Packungen an Waschmittel und natürlich Sodas, Coca-Colas, und die Kinder, sobald sie hier eine Münze bekommen, kommen sie und kaufen hier einen Lolli oder Süßigkeiten. Und also das sind so typische Geschäfte, die man im ganzen Land findet und ganz, ganz typisch ugandisch sind. Ja, und gleich nebenan kann man seine elektronischen Geräte herbringen, wenn sie kaputt sind. Also hier kann man dann seinen Radio richten lassen, reparieren lassen, aber auch die Kopfhörer. Oder hier sehen wir einen Wasserkocher, alles Mögliche. Und das habe ich hier ein bisschen gelernt, dass ich nicht alles sofort wegschmeiße, sondern
sage, okay, lass mich sehen, ob ich das reparieren lassen kann. Und damit man ein bisschen mehr auf die Umwelt achtet und Dinge länger benutzt, als wir das im globalen Norden normalerweise machen. Die Menschen in Uganda trinken auch sehr gerne. Man kann hier auch problemlos tagsüber ein Bier kaufen. Und ja, wie wir schon in anderen Videos erwähnt haben, Rauchen zum Beispiel ist extrem verpönt, aber der Alkohol gehört hier zur Kultur, zur Gesellschaft. Junge Leute gehen gerne in Clubs, gehen gerne feiern, aber ja, egal welches Einkommen man hat, egal welche Einkommensklasse, fast alle hier trinken gerne. Und das reicht von Bier bis hin zu harten alkoholischen Getränken. Was ich bemerkt habe, was ein Problem ist in diesem Land, sind diese kleinen, sehr starken alkoholischen Getränke. Das sind meistens so 40-prozentiger Alkohol. Und das ist natürlich für alle Organe und für die Gesundheit extrem schädlich. Aber man sieht sehr oft vor allem, weil diese so billig sind, dass diese sehr oft getrunken werden. Da kostet eine Flasche vielleicht 25 Cent und das sind meistens so 250 Milliliter 40-prozentiger Alkohol. Also wir wissen, was das mit einem macht, wenn man das täglich trinkt. So, das ist so ein typisches Szenario, das man in Uganda findet, egal ob in der Stadt oder am Land. So kann es aussehen. Hier wird sozialisiert, hier wird gesprochen, gelacht, getrunken, gegessen und ja, das ist so ein typischer Tag in Uganda.